Salut zusammen und grüezi aus der Moment of Madness Zentrale. Ich bin Andrea und wir sprechen heute über den Songtext unserer neuen Single Life in Vain. Ihr kennt sicher diese Situation. Ihr gebt alles, ihr wollt immer nach vorne, aber trotzdem fühlt es sich an, als würdet ihr immer 2 Schritte zurückgehen oder dass ihr einfach feststeckt. All eure Bemühungen und ihr kommt irgendwie nicht ans Ziel. Ihr fühlt eine gewisse Leere. Wir drei kennen uns schon lange und logischerweise hatten wir genau diese Situation und diese Emotion auch. Darum haben wir gedacht, hey, Life in Vain, diese Situation, diese Emotionen, die müssen wir niederschreiben und in diesen Song packen. Manchmal in solchen Situationen fühlt es sich auch so an, als wären einfach alle Türen verschlossen. Egal wie fest du an dir oder an was auch immer arbeitest, die Türen sind alle zu, du kommst irgendwie nicht weiter. Und da setzt sich einfach eine Frustration breit und genau das wollten wir in dem Song verkörpern und einfach über Dinge sprechen, die wir selber erleben. Musik ist für uns ein Ventil, Dampf abzulassen, Emotionen rauszulassen und auch schlechte Gefühle zum Ausdruck bringen. Und ich weiß, dass ganz viele Leute sich immer wieder an diesem Punkt befinden, wo man einfach nicht weiterkommt. Darum haben wir gedacht, ja, das passt ja mega gut, weil wir kennen das 1:1 selber. Ivo hat das musikalische Grundgerüst und eine Demo gebracht und ich wusste genau, dieser Song hat genau diesen Vibe für dieses Thema und dann ist 1:1 zusammengekommen. Wir haben unten hier in diesem Raum ein bisschen zusammengearbeitet, am Computer versucht, Musik und Text zusammenzubringen und das hat 1:1 gut geklappt. Wir waren mega happy mit dem Resultat und so haben wir dann auch den Song Life in Vain kreiert. Auch ich höre gerne Musik, wo es tolle Lyrics gibt und da kann ich mich aus meiner Situation, aus meinem Alltag mit den Lyrics irgendwie verbinden und identifizieren, aber in diesem Song geht es nicht um was Spezifisches, sondern mehr um Emotionen oder einen Moment. Und wenn ich Songtexte schreibe, versuche ich das auch. Klar, ich denke an etwas Gewisses, an eine Emotion oder einen Moment, aber trotzdem versuche ich das so neutral wie möglich zu verpacken, dass das viele Leute auf ganz unterschiedliche Arten interpretieren können und das macht einfach mega Spaß und wir haben von so vielen Leuten gehört, dass das Feedback war einfach crazy. Mega viele Leute haben das gefeiert und Leute, die wir nicht kennen, haben gesagt, ja, die können mit dem Song irgendwie connecten und das ist mega schön und das macht uns mega Freude und ich glaube, hinter Life in Vain steckt so eine starke Botschaft, dass man auch, egal wie man an sich arbeitet oder wie auch immer, es geht immer nach vorne, auch wenn für den ersten Moment alle Türen geschlossen sind. Irgendwann geht die Tür auf, irgendwann kommt neues Licht und das möchte ich euch einfach mitgeben. Weiterkämpfen und dann irgendwann klappt es, auch wenn die Frustration sich einfach mal tief in euch selber setzt und zeigt, jetzt geht es nicht weiter, irgendwann geht es weiter. Ja, dieser Song hat prinzipiell eher eine negative Botschaft, wie ich schon tausendmal jetzt in diesem Video gesagt habe, man steckt fest, aber trotzdem, wenn wir uns die Lyrics anschauen, gibt es ja da immer auch viele Botschaften, die so ein bisschen implizieren, dass es weitergeht. Also wie zum Beispiel, I know there must be a way back to reality. Das ist so eine Line, wo ich genau sagen wollte, hey, egal wie scheiße es mir geht, da ist trotzdem irgendwo in mir ein Funken Hoffnung und es geht weiter. Die 2 Lines im Chorus zum Beispiel, When words can't express the pain, I know there must be a way back to reality. Es ist so, ja, da ist Schmerz, aber irgendwo ist auch ein Funken Hoffnung, es geht irgendwie weiter. Und ich finde das Zusammenspiel zwischen es geht nicht weiter, aber es geht eben doch weiter und vielleicht und vielleicht nicht, das fand ich mega spannend und ich glaube, wir haben das im Song auch sehr gut hingekriegt, dass ein bisschen beide Seiten, die gute und die schlechte Seite, also keine Hoffnung und Hoffnung zu zeigen. Ich war auch schon oft in Situationen, genauso wie es im Song steht, wo ich nicht mehr weiterkam und dann setze ich lieber eine Maske auf, Happy Face, gehe so durch den Alltag, dass mich einfach nicht jede zweite Person, die ich kenne, darauf anspricht, hey, ich sehe, dir geht's nicht gut. Auch da, ich glaube, viele Leute sind so eingestellt, das ist ja auch ein Schutzmechanismus, ist normal, aber ich fand diese Line mit der Maske einfach mega cool und ich glaube, es passt mega gut in diesen Song. Trust me dear, there are things you cannot see. If I were to open up, would you even believe in me? Das sind die ersten 2 Lines im Song und das soll eigentlich gleich das Gefühl zeigen, dass man sich so schlecht fühlt. Man hat nicht mal das Vertrauen in sich selber, dass einem die nächsten Leute zwar zuhören, aber man hat das Gefühl, die verstehen es nicht, was man will. Also man ist schon so tief drin in der Verzweiflung, dass man einfach die Kraft nicht mehr findet, das Vertrauen in sich selber hat, mit seinen eigenen Problemen, mit den Steinen, die man rumträgt, auf seine Liebsten zuzugehen und das anzusprechen. Und das soll auch eben mit dieser Frustration spielen, es geht mir scheiße, aber ich sehe die Hoffnung, aber ich will auch nicht meine Liebsten damit beschäftigen oder ihnen eine Last aufbürden. Von dem her hier schon in den ersten 2 Lines eine mega Botschaft des Songs, hey, es geht mir scheiße, ich will es selber machen, ich habe Hoffnung, aber ich schaff's nicht. Vielleicht auch eine gewisse Scham oder auch einfach
eine Haltung, die Probleme sind so schlimm, ich komme nicht weiter, ich kann es nicht teilen, dann wird es nur noch schlimmer, weil die Person dann das Gefühl hat, boah, okay, das können wir nicht schaffen. Wir haben auch mit der Musik diesen Konflikt versucht zu zeigen, also akustische Gitarre, Clean Vocals, dann wieder ultra harter Schreigesang, dann wieder Chorus, Gesang und dann harte Breakdowns. Das soll auch so ein bisschen das Auf und Ab, diese Emotionen zeigen und ich glaube, das ist in diesem Song sehr gut gelungen. Auch mit den Lyrics allgemein zusammen haben wir mega Freude und freuen uns auf das Feedback, das wir bekommen haben und so macht das Musizieren einfach so viel großen Spaß. Das war's mit Behind the Lyrics von Life in Vain. See you soon and don't forget, we bring you the madness!